Guten Morgen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück hier auf dem besten Kanal auf YouTube, wenn es um Musik geht und die verrücktesten Vögel vor der Kamera, inklusive Dana Rolle. Hey, herzlich willkommen zurück, schön, dass du es hallo. wieder einmal geschafft hast, uns Hallo. hier zu besichtigen in unserem fantastischen... Wieso setzt du dich jedes Mal auf die andere Seite, wo ich eigentlich vorher saß? Das ist machst du doch nicht mit meine purer Schuld. Absicht, das gibt's doch gar Nein. nicht. Willst du etwa sagen, es liegt an den Zuschauern und dass wir uns erst in der Mitte treffen werden, wenn wir die 100.000 Abonnenten erreichen? Ja! Oh, okay, dann abonniert endlich den Kanal, denn 70% der Zuschauer haben es immer noch nicht getan. Aber wir haben trotzdem heute unglaublicherweise die 77.000 Abonnentenmarke geknackt. Es ist wirklich unglaublich. Es brennt hier wieder einmal auf dem heißen orange-roten Feuerstuhl. Vielen, vielen Dank. Ist dir irgendwas aufgefallen heute an mir? Dass du komisch bist. Du Nein. hast eine Kapuze auf. Ja. Danke. So, es gibt da einiges hier an Release. Übrigens mit den Untertiteln und so läuft wirklich wunderbar. Da haben sich mittlerweile sogar schon 20 Leute gefunden. Über 20? 21 jetzt. 21, die das Oder Ganze 22. hier bearbeiten. Wirklich sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und, oh, was sehr cool ist, Amazon hat jetzt für Menschen wie Dana und mich, also Leute, die vor Kameras rumtanzen und viele andere damit unterhalten, so etwas geschaffen wie ein Amazon Shop oder Storefront nennen die das. Da ist unten in der Beschreibung der Link, könnt ihr mal abchecken. Ich habe da jetzt alle Produkte, die ich euch jedes Mal empfehle in meinen Videos, unter anderem auch diese Kopfhörer, zusammengefasst in einzelnen Listen. Dann habt ihr das nochmal übersichtlicher, auch die verschiedenen Versionen und so weiter und so weiter. Und auch für die Leute, die mich immer fragen, ja, mit welchem DAW, also mit welchem Programm machst du deine Musikproduktion und so weiter, kannst du mal sagen, was empfiehlst du für ein Mikrofon, was für Speaker empfiehlst du für einen Einstieg und so weiter. Das habe ich da jetzt schon so ein paar Sachen reingelegt, dass ihr da schon mal so eine Übersicht habt an Produkten. Nicht nur Kopfhörer, sondern eben auch Music Production Tools, und Smartphone-Gadgets und so weiter und so weiter. Wird immer mehr. Deswegen guckt euch den Link unten an. Das ist eigentlich ganz simpel. Amazon.com/shop/Rahim. Boom. What? Ja, Geil, guck ich auch gleich mal vorbei. würde ich machen. So, wir gucken jetzt aber hier einen frischen Release von GOT7 mit dem Titel. You Calling My Name. Okay. Mal gucken, wie viel ich höre. Ich höre was. Ich habe nur lauter gemacht. Mal sehen, Okay. ob mir was auffällt. Der Herzschlag höre ich sofort. Wow. Wow. Ich muss sogar leiser machen, ich habe Angst. Oh mein Gott, wie geil fängt das an? Da ist auch so ein... Ja. 널 Das 울렸어린 Satellitensignale. 내가 참 미웠었어 상처만 남긴 실수를 원망해서 이젠 너 없인 Das war richtig Sound. 의미를 잃은 이름 다시 불러줘 치명적인 mistake 네가 없는 나는 fake 빛이 없는 하늘 black 의미조차 없는 매일 철렀던 bad guy 널 울린 대가 girl 떠나지 말고 돌아와줘 I was 네가 사라진 이유로 사라져 나의 Spannend. 그땐 미처 몰랐어 Stimmt, bisher hatten wir keine Percussion. Oh yeah 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 네가 부르는 나의 이름이 듣고 싶어 너의 그 목소리 몰랐어 Hey. 얼마나 그리워했지 돌아와줘 Please give me one more chance Oh, warte mal. Oh, no way! Ja gut, muss ja schon gleichgerecht sein. Aber das war gerade richtig geil. War das die Hook schon? Das war ja mega cool. Super minimalistisch bis hierhin von der Produktion, aber so richtig, ne? Bouncy, Groove, Beat, geil. Viel, sehr, ja, im Zeitgeist, diese ganzen super elektronischen Vocals, ja, die super krass getuned sind, aber halt stilistisch da eben dann daherkommen. Sehr cool bisschen, also spannend. One more chance 불완전했던 내가 널 만난 뒤 완성을 꿈꿔 퍼즐을 찾은 듯이 너여야만
그만해 소명해지 기억 느끼고 있어 난 너라는 기적 네가 내 이름 부른 순간 이제서야 나는 의미를 찾았어 맘 밝혀주는 너의 flashlight 밤하늘 밟을 수는 what to your eyes 내 귀 닫고 전해준 목소리와 나를 숨쉬게 한 것 모두 너인걸 마지막 조각은 너 날 완성시켜줘 나의 전부는 너 When you call my name Also dieses Drum-Pattern hätte ich aber nicht erwartet, ne? Also schon direkt nach der Hook, da dachte ich so, dieses Drum-Pattern hätte ich nicht erwartet, dann war es okay, aber jetzt gerade wurde es sogar schon ein bisschen so zu... Ja, es klang gerade wie so ein Stolpern auch. Ja, genau, Stolpern trifft es sehr gut. Macht es jetzt nicht viel schlechter, aber bringt da einen auch ein bisschen zu sehr raus vielleicht. Ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen. Aber ich bin mal gespannt, wie jetzt die zweite Hook dann wird. Was haben wir eigentlich mit Jackson geguckt heute? Jackson Wang bei mit, James Corden, Corden, The genau, Late mit James Late Show, wo die dieses This is how we do it. Ja. gemacht Das war lustig. Guckt euch das an. James Corden mit Jackson Wang, das war sehr, sehr Mega unterhaltsam. geil. 설렜던 그날부터 영원을 말한 약속도 아직 내 안에 있어 Diese super Chöre. Wupp. You're the reason for my life. If you're not here, I'm not here. 같은 꿈 같은 추억들 닮아가 말했을 건데 모든 의미가 너야 네가 부르는 나의 이름이 네가 싫어 너의 그 목소리 In so Anzügen schwitzt man doch wie Sau, oder? Kommt aufs Material an. Please give me one more chance Call my name Netter Hüftschwung. Also die Vocals mit den Adlibs und Harmonien ist ja mal richtig geil. Ja, Voll cool. habe ich gar nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, also ich fand den Song richtig geil, aber mir hat die ruhigere Hook fast besser gefallen als also quasi die erste Hook als die zweite. Mir auch. Weißt du, die zweite, die dann so voller war so ein bisschen poppiger. Ja. Ja, war schon darauf abgezielt auch, also es klang dann fast schon Boyband-mäßig, ne, später in der Hook. Aber ja, ich fand eigentlich den Einstieg, den ersten Verse und die erste Hook richtig geil. Dann habe ich ja meine Kapuze abgesetzt und dann kamen die ganzen tontechnischen Feinheiten dann doch noch durch. Stolperer. Ja, nee, also tatsächlich in den Höhen und so ist schon wieder das Mastering, ist wieder so eine Geschichte. Aber weil hier ist es okay, ja, an diesen Stellen fällt das nicht so negativ auf, weil nicht viel los ist. Ja, da ist wirklich nur die Stimme, dieses flächige Instrument Pad. Das spielt die Akkorde, ne, dieses flächige. Dann kommen die Snaps hinzu. Das einzige Instrument, die halt hier Percussion machen. Und damit auch den Rhythmus vorgeben. Und da hätte ich auch, der ist ja gerade, ist immer auf die 2 und die 4. Deswegen alles cool, ja, man ist so voll drin, man hat dann auch noch einen Rhythmus drin, dann kommt langsam der Auftakt. Gleich. Das war cool mit den Us. Weil das Sounddesign technisch auch ein krasser Aufhänger ist, also das bleibt einem sofort in den Synapsen hängen. Da weiß man sofort, yo, wenn die Stelle, wenn du den Song nochmal hörst, weißt du genau, okay, genau. Das ist aber auch eben kein einfaches sondern es wurde auch ein bisschen was dran gedreht, damit das so irgendwas Besonderes bekommt, also wirklich Sounddesign. Das klingt auch sehr raus. Ja,
Da wurde da eben betrieben und dann gut im Mixing dann eben auch nochmal gut platziert. Deswegen geil. Und auch hier mit Harmonien teilweise. Also und dann merkt man, das Pad hört man immer mehr, weil da die Frequenzen, die waren vorher rausgefiltert, gerade so ab den oberen Mitten und die Höhen waren rausgefiltert, dreht man dann langsam hier wieder rein, dass man weiß, okay, geht's langsam los. Und dann kommt Percussion noch hinzu, so ein bisschen Shaker-mäßig, etwas so, ne? Ne, und dann schöner Drop mit dem Whoop, alles wegmachen. Und dann der geile Bass, der hier schön auf dem Fretboard, ja, ne, auf einer Seite und dann. Und auch clever, dass genau der Rhythmus. Ja, kennt man vielleicht schon von dem einen oder anderen Song international, sowas in die Richtung, hat man natürlich schon ein paar Mal gehört. Ist das Rad jetzt nicht neu erfunden worden, kann man aber auch nicht mehr. Aber eben clever, weil die Gesangsmelodie auch genau darauf geschrieben ist, dadurch halt wieder die Eingängigkeit für ein Refrain. Perfekt. Ja, muss man quasi machen, damit das auch im Ohr bleibt. So, und alles eben sehr, sehr minimalistisch, sehr geil. Man hört hier sogar noch eine Stimme im Hintergrund, die das Ganze nur einhaucht. Ja, das heißt, da wird noch ein bisschen Voodoo betrieben auf auditiver Ebene. Oh, zeig nochmal. Ja, sogar im Stereo schön breit verteilt, musst du ganz genau. Ist laut genug? Ja. Oh yeah, yeah, yeah. Stimmt. Oh mein Gott, aber das klingt richtig geil. Ja, kleiner Trick, den man auch immer wieder mal gerne machen kann, gerade wenn man solche Parts hat. Es ist immer natürlich auch die Frage, wie sehr mischt man das oder wie präsent mischt man das in den letztendlichen Track. Und hier haben sie es vor allen Dingen auch wirklich super Stereo, dass es von sehr breit kommt und dadurch hat das eben auch sowas Intimes, Eingängiges, also sehr, sehr cooles Detail. Ja, auch noch, ne? Ja, da auch noch. Hier kam dann sogar noch irgendwie ein Rauschen hinzu, wie von einer Schallplatte oder sowas. Ja, und dann hat diese super Harmonien hinten im Chor. Sehr interessant. Und dann hier noch so ein Reverse-Sound, der den nächsten Part einleitet. Also super geil. Ist halt krass minimalistisch. Bis hierhin fand, da kam das Interesse ja dann. Und dann, warte. Den habe ich nicht erwartet eigentlich, weil der geht dann so ähnlich wie im Refrain weiter, also den Rhythmus, der macht die Kick vor allen Dingen. Weil er genau den Rhythmus immer von der Hook hat. Also nicht alles davon, aber einzelne Schläge davon werden dann von der Kick übernommen. Hätte ich nicht erwartet. Ich glaube, ein einfacher vorne Floor wäre simpler gewesen und hätte das Ganze sogar mehr unterstützt. So, weißt du, so wie es aufgeht. Ist jetzt aber hier auf höchstem Niveau, ist nicht weiter tragisch. Weißt du, wie ich es gemacht hätte? Ich hätte wirklich die Kick, das ist ja auch immer die Sache, ne? Man kann ja hier immer alles kritisieren und hin und her, aber ich glaube, ich hätte es tatsächlich so gemacht, dass ich einen Vorne-Floor-Kick gemacht hätte, ne? Also auf jede volle die Kick und dann eben auch so wie auf die 2 und die 4 die Snare bzw. Claps, aber dann den Basslauf so weitergelassen hätte. Bung, dung, dung, gedung, gedung, dung, dung, dung. Das ist ja so ein bisschen, wie heißt der Song nochmal? Das ist irgendwie so ein 70er oder 80er, naja. Ich weiß, Another was One du Bites the ja. Dust. Genau, das ist der. Another One Bites the Dust. Wum, bum, bum. Dum, 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 dum. Genau. Das ist der Rhythmus, den haben die ja hier eben auch sehr stark drin. Gab es natürlich immer wieder und so weiter. Ich glaube, ich hätte es tatsächlich aber auch dabei gelassen. Aber ja gut.
So bringt man dann die eigene Note dann vielleicht rein. 켜주는 너의 Cooles Ding aber. flashlight 밤하늘 밟을 수는 what to your eyes 내 귀 닫고 전해준 목소리와 나를 숨쉬게 한 건 모두 너인걸 마지막 조각은 너 Na, super viel mit den Stimmen gemacht, weil instrumententechnisch halt eigentlich relativ wenig los ist, aber halt sehr geil. Locker so 10.000 Stimmen drauf und dann nur sein Part hier. 전해준 목소리와 나를 숨쉬게 한 건 모두 너인걸 마지막 조각은 너 Also so dann super breit dann hier. Krass. Sehr, sehr, sehr schön. 날 완성시켜줘 날 전부는 너 When you call my name Ja, wenn beim zweiten Mal hören, finde ich es gar nicht so schlimm, dass es hier so ein bisschen stolperig dann daher. Mich jetzt auch nicht mehr. 날 전부는 너 When you call my name Das ist Mir nur, kommt es auch nicht mehr so stolpernd vor. das ist nur die eine bei der Hi-Hat, das ist glaube ich nur die Hi-Hat, die an einer Stelle so ein bisschen reinstolpert. 날 전부는 너 When Und Ja. irgendwie macht er so. Aber die kommt so Millisekunde ein bisschen später der eine Schlag und dann wirkt das irgendwie so reingestolpert. 날 전 Aber dadurch wirkt es irgendwie eigentlich auch organischer, weil es halt nicht so 100% perfekt ist, aber die haben den Fehler in Anführungsstrichen, also das Pattern, jedes Mal genau gleich. Ja. Deswegen wirkt es eher wie ein Fehler und nicht wie organisches Spielen, also wie menschliches Spielen. Vielleicht deswegen. 전부는 너 When you call my name 설렜던 그날부터 영원을 말한 약속 Ja, weil die Harmonie ist so schön. 내 안에 있어 나 Oh yeah 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 Wegen den E-Gitarren, die dazukommen. Ist halt Und das überhaupt Synthesizer. nicht Die E-Gitarre. Und das Synthesizer. You are a part of me You and me, we are Schön. one You're the reason for my life If you're not here, I'm not here Oh, ganz klar, hier wieder die Rhodes rauszuhören. If you're not here, I'm not here Die sind immer da, die Rhodes. Seit den 70ern. Immer. Ich habe gerade überlegt, wie bescheuert ich in so einem Anzug aussehen würde. Auszug ansehen würde. Naja, dafür können sie es umso besser tragen. Das Interessante hier bei den Adlibs ist, warum die auch so hervorstechen, ist, weil die gedoppelt sind. Also es ist nicht nur einmal eingesungen, sondern Minimum zweimal. Ich höre auf jeden Fall 2 raus. Und die dann aber auch im Stereo verteilt und relativ laut im Mix. Und das halt für Adlibs. Bei Adlibs, normalerweise macht man Adlibs eher mehr in den Hintergrund und einstimmig und so, aber hier sind sie doch wirklich nach vorne gesetzt. Deswegen stechen sie so raus. Nice. Cool, richtig geile Nummer, Alter. Habe ich überhaupt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Aber umso besser. Ja. Die war sogar in den Trends. Ach so. Ja. Ah, nice. Sehr geil. Cool. 4.11. 6,3 Millionen. Kann man sich nicht beschweren. Coole Nummer. Ist auch wirklich, ja, vom Sound her auch gut international angelegt. Ist jetzt auch sehr gerade. Ist nicht dieses irgendwie K-Pop-Chaos irgendwie von Genresprüngen oder sonst irgendwas. Deswegen kommt sowas international immer besser an. Deswegen kommt es wahrscheinlich auch in die Trends. Coole Nummer. Echt coole Nummer. Das Mastering, am Anfang merkt man es nicht so sehr. Ganz am Ende bei der letzten Hook, ja, es geht so. Ein bisschen entspannter hätte es vielleicht sein können, aber das ist halt wieder mein Ohr, sage ich mal. Das ist ja auch immer ein bisschen Geschmackssache, muss man auch sagen, aber wenn man halt so viele Nummern in diesem Stil hört, weiß ich nicht, wie das dann ist. Das frage ich mich halt jedes Mal. Na gut, ich würde sagen, es ist Thumbnail Time. Was machen wir jetzt? Oh, keine Ahnung. Es wird immer schwieriger. Ich glaube, wir müssen Thumbnail Time abschaffen.
Aber das Gefühl, ich mache jedes Mal das gleiche Gesicht. Das sag ich mir auch immer. Also bei mir. Ja, und ich mache sogar noch mehr Videos. Und das heißt, noch mal Gesichter da ausdenken. Naja, Leute, der Struggle ist real. Nur damit ihr jedes Mal ein frisches, anderes Gesicht passend zum Video in den Thumbnails bekommt. Aber ich meine, wie viel Mimiken kann ein Mensch schon machen? Ja, also ist ja so. Deswegen habe ich eigentlich gesagt, komm, am Anfang, die ersten 4, 5, 6 Monate habe ich gesagt, Mach komm, mal ein Bild, machst du drauf. die 2, 3 Bilder machst du drauf, alles gut. Die Fresse verändert sich sowieso nicht. Naja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von Thumbnail Time haltet und ob sich das vielleicht noch weiterhin lohnt. Ich weiß gar nicht. Doch, ich glaube schon. Macht schon Spaß. Irgendwie ist schon lustig. Ja, Manchmal fällt uns ja auch was Gutes ein. manchmal. Zum Beispiel gestern hatten wir es cool mit dem, du warst Lion. ein Löwe und ich hatte einen Ja, das war cool, weil man mein Gesicht nicht gesehen hat, deswegen. Oh, wir sind über 20 Minuten. Danke. Bye. Tschüss. Geiler Song.